Das letzte Spiel für 2024 nochmal beim 1. FC Köln. Die stehen unten drin, die kämpfen um den Klassenerhalt. Wir stehen oben, wir haben ein paar Punkte Rückstand oder Vorsprung auf Platz 4 oder 5. Ich habe vorhin mal Interesse halber geguckt auf den Kalender. Wir sind seit Anfang November, also seit fast 2 Monaten, sind wir ungeschlagen. Und zwar hat das, glaube ich, begonnen mit dem Spiel zu Hause gegen Mainz, wo wir das erste Mal mit der neuen Formation gespielt haben. Seitdem sind wir wirklich ungeschlagen, egal ob in der Champions League, in der Liga, DFB-Pokal. Und das zeigt doch, dass wir auf dem aufsteigenden Ast sind, dass die Formationsänderung wichtig war. Ja, dass wir jetzt auch wieder im 4-4-2 spielen. Ein paar Veränderungen mit der A11. Unter anderem mit der neuen Doppel-6 heute, Miretti und Larsson. Dazu spielt Tuta für Robin Koch. Dann haben wir Knauf auf der Seite. Vorne haben wir Bouchard für Gift Orban. Der stürmt neben Kalajdzic. Mamouche auf links. Also viel Qualität und natürlich heute nochmal die Hoffnung auf den Sieg. Weil dann wären wir echt wirklich oben mit dabei in der Spitzengruppe. Und dann können wir auch im Januar dann nochmal gucken, ob wir auf dem Transfermarkt nochmal zuschlagen. Ob wir uns für Ebimbe zum Beispiel jemanden holen oder ob der Kader so von der Qualität her gut genug ist. Und dann starten wir auch schon bald rein in die Rückrunde mit vielen interessanten Spielen. Also ihr seht, es gibt noch viel zu tun hier, viel zu erleben. Und wenn ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt, macht das gerne für die Leute, die vielleicht neu mit hinzugekommen sind. Und natürlich auch immer gerne meine Videos bewerten. Damit würdet ihr mir helfen. Und da würde ich mich auch sehr drüber freuen. So, jetzt vielleicht mal erste richtige Chance. Miretti nimmt nochmal Anlauf. Mit dem Außenrissschuss. So, die Kölner im 4-2-3-1 unterwegs. Aber in dieser breiteren Variante. Mit Waldschmidt unter anderem. Hinten Chabot, auch sehr, sehr stabiler Verteidiger. Also ich muss sagen, wann immer ich den habe spielen sehen, vor allem gegen die Eintracht halt, war er immer gut. Ich glaube, das ist so eine Art Abwehrchef, den, glaube ich, jede Mannschaft gut gebrauchen kann. Marc Uth, Christensen. Oh, natürlich mein spezieller Freund, der Davy Selke. Der wird doch wohl heute nicht. Oh, David. Ne, ist es nicht. Resté. David ist ja in der B11. Aber der konnte sich gerade nicht entscheiden, ob mit dem rechten Arm oder linken Arm oder auch nicht. Gerade Davy Selke, der darf gerne in anderen Spielen treffen, aber heute nicht. Das ist ein sehr, sehr großes, wandelndes Meme, Davy Selke. Und daher heute nicht. Meiner Achtung, nächster Schuss. Ja, die Kölner sind auch vorne mit dabei. Ja, zumindest hier im Spiel. Aber ich glaube auch, dass die halbe Liga um Europa spielt. Also ich glaube, wir waren ganz, ganz eng zusammen. Nach wie vor. Ich hoffe, dass das auch bis zum Schluss so bleibt, weil wäre ja schön, ne? Eine spannende Liga. Kann diesem Projekt hier nur gut tun. So, jetzt vielleicht mal ein bisschen Platz. Kalajdzic. Oh, der war ja unnötig. Und wenn dann flach, ey, nicht hoch. So, vielleicht, wenn wir hier ein bisschen Druck aufbauen können. Genau, Ball nach vorne, zack, geklärt. Und dann sofort wieder ins Gegenpressing. Bouchard. Auch mittlerweile eine sehr, sehr stabile Bank und immer eine Option. Knauf gegen alle. Ja, da kommt die Flanke. Das war Mamouche mit dem Kopf. Ja, warum nicht? Sonst ist seine Paradedisziplin, aber er darf auch gerne mal Tor mit dem Kopf machen. So, Miretti. Ja, Kalajdzic, Tuta, Pacho. Wir haben schon ein paar Optionen. Da ist aber Kalajdzic und Pacho. Schade, erst Wembley reloaded und dann Pacho nochmal. Der ist halt auch eine über 1,90. Krass. Auch eine sehr, sehr stabile Bank. Auch ein guter Transfer. Sehr stabil. Hinten in der Abwehr. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Transfer gewesen. Flanke kommt. Ah, nicht so gut. Aber warte mal. Larsson. Und da ist Bouchard. Ja. Und wieder. Ich glaube, es war Schwebe. Hier sehen wir auch nochmal. Brauchst du eigentlich auch keine Torlinientechnologie. Mein Gott. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Aber man sieht, der Ball war nicht drin. Aber vielleicht der jetzt. Wenn wir wieder Kalajdzic haben. Da ist Kalajdzic. Schade. Ja, das muss immer unsere erste Option sein. Ganz klar. Egal ob bei Flanken aus dem Spiel heraus oder hier bei Eckbällen oder Freistöße generell. Das muss einfach unsere erste Station sein. Rinne. Die Regenrinne oder was im Tor? So, und wieder vorne 3-4 Mann positioniert. Wenn wir es jetzt schlau ausspielen können, dann hätten wir Überzahl so ein bisschen. Mamouche, wer ist in der Mitte? Kalajdzic, Bouchard ist hinten. Die stehen auch relativ dicht hinten drinne.
Haben ja gerade auf dem 5-Meter-Raum da gestanden. Was ist das denn, Larsson? Also die haben quasi zurückfallen lassen und dann den Regler auf 20 oder 30 oder so gestellt. Oder noch niedriger. So, meine neue Variante. Warum nicht? Larsson. Oh, hat ein bisschen Platz. Ja, der Powerschuss, der aber nicht so powervoll war. Ja, und klar, wir sind die bessere Mannschaft, machen mehr nach vorne. Ja, die Kölner hatten am Anfang mal so ein paar gute Phasen, aber jetzt sind wir immer druckvoller und immer näher am 1-0. Miretti, Larsson. Oh, Mamouche muss da unten entgegenkommen. Genau, dann hat er ein bisschen Platz. Aber natürlich, dann kommt das auch noch mit dazu, dass diese Schüsse immer wieder geblockt werden. Und jetzt kommt Pablo Felipe. Aber Miretti ist da. Boah, 78% Ballbesitz, 8:0 Schüsse. Also es läuft eigentlich darauf hinaus, dass die Kölner gleich hier das 1-0 machen. So wie die Statistik hier aussieht. Achtung! Und ich hab's herbeigeredet. Echt. Jedes Mal. Immer und immer und immer wieder. Ich schaffe das wirklich, so einen Gegner immer stark zu reden. Aber selber schuld, ey. Vorne viele Chancen, wenn du die nicht machst. Und wenn du hinten einfach schlecht verteidigst, dann resultiert das. Ja, da waren wir zu dritt. Da sind ein Kunku, Larsson, Pachos, geht niemand dran. Das sind solche NPCs manchmal. NPCs, ey. NPCs, das ist Wahnsinn. Christensen am Ende dann der Torschütze. Und sein erstes Tor. Jawohl, ich hätte es wissen müssen. Ich hätte wetten müssen. Das ist halt auch richtig krass, dass so Leute immer ihr erstes Tor gegen mich schießen. Aber Glückwunsch. Ich hoffe, er wird damit glücklich durchs Leben gehen. Ich hoffe, es hilft ihm irgendwie weiter in seiner Persönlichkeitsentwicklung. Ey, keine Ahnung. Aber das ist ja wirklich nicht mehr normal. Aber wir sind wieder vorne. Gleich mal der Ausgleich vielleicht vor der Pause. Nee. Nee. Okay, wir müssen jetzt in Halbzeit 2 ein bisschen mehr Druck, noch mehr Druck ausüben. Ich meine, die Kölner haben einen Schuss. Wahrscheinlich. Ah ne, 4 Schüsse. Aber guck mal, mehr Ballbesitz. Wir sind drückend überlegen. Vielleicht müssen wir da nochmal vorne in der Offensive ein bisschen was verändern. Vielleicht Haraldsson für Bouchard. Der kommt noch nicht so richtig ins Spiel rein. Vielleicht hier noch ein bisschen was verändern. Ein bisschen höher stehen. So, auf 60. Was haben wir dann hier? Spieler im Strafraum. Kann auch ein bisschen mehr nach vorne gehen. Warte mal, 4-2-3-1. Quatsch, ne, 4-4-2. Genau, flach. Das müsste ich eigentlich machen. Gegenpressing. Ich habe das erstmal bei ausgeglichen gelassen, weil ich wollte erstmal gucken. Aber jetzt 4-2-3-1. Da ist, glaube ich, auch ein bisschen mehr Druck. Gegenpressing. Da wird wahrscheinlich auch hinten ein bisschen mehr Platz dann für die Kölner sein. Das wird eine offenere Partie, aber egal. No risk, no fun. Und wie gesagt, gerade jetzt und mit der Gefahr, dass Davy Selke hier noch wahrscheinlich treffen wird. Achtung, Selke! Muss ich das einfach machen. Nächster Eckball, Ut. Oh, da kommt keiner ran. Chabot wäre da gewesen und raus. Hinten, alle raus. Irgendeiner muss draufgehen, genau. Mamouche ist da. Oh, hat er den? Leider nicht entscheidend. Da kommen wir dann wieder nicht hin. Da stehen wir dann auch wieder falsch. Flanke kommt. Achtung, Risté. So, und sofort der Gegenstoß. Vorne ist er da. Und schnell nach vorne. Kalajdzic mit Ansgar Knauf. Ganz oben wäre auch frei gewesen. Oh, und dann dauert es zu lange. Dann dauert es zu lange. Schade. Oder vielleicht haben wir noch die Chance. Mamouche. Und Kunku. Kalajdzic lässt sich fallen. Muss jetzt da reingehen irgendwie. Oder da. Knauf. Richtig gut gespielt. Und der Ausgleich. Und Ball mitnehmen. Weiter geht's. 54. Das war eigentlich schon wieder zu kompliziert gespielt. Der Ball sollte schon längst nach außen gehen. Und dann wollte ich eigentlich flanken und dann ist Knauf da aus der Drehung. Dass das auch mal funktioniert. Schüsse aus der Drehung. Da hatte ich auch immer mal meine Probleme mit. Aber egal, sei es drum, Ausgleich. Der Trainer ist zufrieden. Und so müssen wir jetzt weitermachen. Aber was ich wirklich nicht verstehe, die Kölner, ihr habt das ja gerade gesehen. Ah, und wir auch. Wir haben auch endlich mal einen Spieler, der sein erstes Tor macht. Ja, also. Jetzt wissen die Gegner mal, wie das ist. Vielleicht. So, nächster Angriff. Kalajdzic gegen Luka Kilian. Jetzt fehlt er in der Mitte, schade. Aber wir haben noch viele Leute hier um den Strafraum. Mamouche hat Platz. Mamouche zum zweiten. Ja, komischer Kopfball. Also wie tief die hinten drin stehen. Habt ihr ja gerade vor dem Gegentor gesehen. Die stehen ja
quasi schon auf der Torlinie. Oder maximal im 5-Meter-Raum oder auf Höhe der 5-Meter-Linie. Das ist echt Wahnsinn. Wie defensiv man da stehen kann. Aber gut, warum nicht? Es hat ja bislang gut funktioniert. Apropos gut funktioniert, aufgepasst. Und wieder, da darf er niemals durchkommen. Egal wer es ist, ey. Pablo Felipe darf niemals durchkommen. So, nächste Chance. Vielleicht mit dem Doppelpass. Haraldsson. Guck mal, Mamouche, der läuft durch. Jawohl, und hat jetzt die ganze Bahn. Gegen Capaldo, da kommt keiner hinterher. Kalajdzic, wo ist er? Lässt er sich fallen? Oh, aber so nicht. Diese Laufwege auch teilweise sind sehr abenteuerlich, wirklich. Nach wie vor, aber wir haben jetzt Platz, da. Kalajdzic, Haraldsson, einmal zurechtlegen. Ja, es ist niemand da, schade. Es ist leider niemand da. Aber jetzt ein Nkunku, schöne Flanke. Knauf wäre da gewesen, schade. Ja, es gefällt mir jetzt gut. Es ist ein schnelleres Spiel jetzt auf jeden Fall. Mehr Druck nach vorne, auch über die Außen jetzt mal endlich. Weil die halt auch viel zu tief stehen, ey, die Kölner. Nkunku, und jetzt kommt Kalajdzic mal finden. Wir finden den aber nicht, ne? Wir finden immer den falschen. Larsson, komm. Und Miretti mal aus der Entfernung. Ja, muss auch mal sein. Nicht nur reintragen, auch mal schießen. Hätte auch reingehen können. Aber auch die Flanken nach wie vor. Das ist auch ein ganz, ganz großes Phänomen. Wir bekommen selbst einen 2-Meter-Mann in der Mitte nicht richtig ins Spiel. Mit den Flanken bislang leider. Miretti, kein Foul. Achtung, Uth ist da und Reste. Darf sich auch mal wieder auszeichnen. Vorsicht. Mamouche ist da, arbeitet mit nach hinten. Sehr gut. Vorteil, es wäre ein Freischuss für uns gewesen. Aha. Seltener Anblick. Achtung, da ist Uth. Pacho dazwischen. So, und der nächste Versuch. Schnell umzuschalten. Haraldsson, Kalajdzic ist durch gegen Kilian. Komm, der ist nicht viel schneller. Junge, komm, krieg deine Füße in den Griff. Oh, da kommen sie alle hinterher. Das ist halt der Nachteil an Kalajdzic. Schade. Das wäre was anderes, wenn es Mamouche gewesen wäre oder Orban. Ja, Kalajdzic kannst du nicht in Laufduelle schicken, ey. Das ist sehr, sehr abenteuerlich. Aber hätte ja klappen können. Weiter geht's. Dafür haben wir Haraldsson und Knauf und Mamouche rüberlegen. Jawohl, 81. Das gibt's doch nicht. Die XXL-Chance hier in Führung zu gehen. Oh Mann, das wären wichtige Momente gewesen. Gut, aber wir haben noch Zeit. Komm, 10 Minuten. Schlussphase jetzt. Miretti, da ist Haraldsson und Pacho. Und wieder auf der Linie geklärt. Das ist jetzt hier wildes Scheibenschießen. Nochmal Miretti, jetzt aber Kalajdzic. Und jetzt kriegt er den Ball nicht. Jetzt, wenn er am zweiten Pfosten frei gewesen wäre, dann kriegen wir den Ball da leider nicht hin. Ja, bitter. Aber gut, wir haben noch Zeit. Komm, wir haben jetzt das Momentum so ein bisschen auf unserer Seite. Chancen sind da. Oh, Kilian, sehr riskant. Komm, da muss Haraldsson noch schneller sein. Leider, leider nicht. Aber ihr seht, wir sind da. Jawohl, gut wieder geholt. Haraldsson, jetzt komm. Komm, bring dich in Position. Kalajdzic. Oh nein. Und jetzt spielen wir den im falschen Moment. Ja, das sind halt so diese Momente. Da fehlen halt 2-3%. Wenn der Ball richtig gespielt wird, dann ist die Chance noch größer wahrscheinlich. Ah komm, ich hatte auch mal wieder Bock auf ein Last-Minute-Tor. Also jetzt für uns, ne? Nicht für die anderen. Und vielleicht ist es jetzt soweit. Kalajdzic, Miretti, komm. Ist wahrscheinlich der letzte Angriff. Komm, Mamouche gegen Capaldo, den hat er überspielt. Nkunku, Haraldsson. Nein, der ist im Abseits. Nein, ist er nicht. Wo ist die Lücke? Da ist die Lücke. Knauf, unten auf Kadiolu. Jetzt werden wir sie hier zerlegen, filetieren. Da hinten ist Haraldsson. Ja, geklärt. Und das war's, glaube ich. Ja, schade. Den hätten wir noch bekommen, aber gut. Irgendwann muss er auch abpfeifen. Schade. 1-1. Wieder 2 verlorene Punkte, definitiv. Ja, besonders in Halbzeit 2 ist halt sehr, sehr bitter, weil wir waren dominant, Spiel überlegen. Aber gut, am Ende reicht es dann leider nur für ein 1-1. Schade, diesmal waren es aus 18 Schüssen leider nur ein Tor. Bayern spielt unentschieden gegen Hoffenheim. Also die spielen auch nicht so konstant, wie sie es sich wahrscheinlich erhofft hätten. So, jetzt haben wir erstmal Winterpause. Obwohl wir 16 Spiele haben. Ihr wisst ja, Länderspiel... Ach, was heißt ich hier? Länderspielpause. Die Rückrunde wird ja nicht jetzt mit dem Jahr beendet, sondern jetzt irgendwie seit neuestem immer im Januar gibt es da nochmal einen Spieltag. Gut, aber wir sind bislang Vierter. Wir können am letzten Spieltag noch von Union auch theoretisch überholt werden. Wobei, nee, von der Tordifferenz her
Also wir können im schlimmsten Fall auf Platz 6 fallen, wenn Wolfsburg gewinnt, Leipzig gewinnt, wenn wir nicht gewinnen gegen Bremen. Die sind 15. Okay, die spielen auch nicht so eine gute Saison. Und ein Hertha, Hannover, Schalke, ich denke mal, die werden bis zum Schluss da unten drin bleiben. Und Relegationsplatz vielleicht Bremen und Freiburg, so wie es bislang ausschaut. Oben ist wahrscheinlich Dortmund, ja, aber auch nur 2 Punkte vor Bayern, dann Leverkusen, also wir haben auch nur 10 Punkte Rückstand. Also es ist überall sehr, sehr spannend, sehr, sehr eng, das gefällt mir. Das finde ich richtig klasse und so soll es auch gerne weitergehen. Jetzt haben wir erstmal, wie gesagt, eine ganz kurze Winterpause, wo ich jetzt halt, ja, nochmal schauen möchte, wie es so mit dem Kader aussieht. Weil ich denke, im Prinzip sind wir ja gut aufgestellt. Die Frage ist jetzt nur, ob die Stammelf so stark genug ist und auch für die Rückrunde gewappnet ist. Also wir hätten auf der Bank, hätten wir theoretisch auch, ja, wir haben aber keinen zweiten Stürmer so richtig als Ersatz. Ne? Wir hätten noch Larsen, den würde ich jetzt ja einfach mal für, ja, ich glaube in dem Fall mal Buta reintun. Dann hätten wir hier Larsen, 3 Mittelfeldspieler, 2 Verteidiger, die können aber nur innen spielen. Die können auch nur Außenverteidiger. Ja gut, da darf halt nicht viel passieren, ne? Gut, dann hätten wir noch zur Not halt, ne, Chaibi, Buta. Also wir haben quasi für alle Positionen Spieler. Ja, Ebimbe tut halt weh, weil der war halt sehr variabel einsetzbar. Der konnte rechtes Mittelfeld spielen und so weiter und rechter Verteidiger. Das kann Haraldsson zum Beispiel nicht, das kann Kardiolu. Aber das ist gut, wie gesagt, jammern auf hohem Niveau. Ich gucke jetzt gerade mal, wie es bei uns auf dem Bankkonto aussieht, wie viel wir noch haben. Wir hätten noch 13 Millionen, eventuell kommen ja ein paar Anfragen rein jetzt im Winter. Ich kann ja mal vorspulen einfach, ich meine, wir sind ja gleich im neuen Jahr. Was soll ich euch erzählen, dann gucken wir mal. Wichtige Infos zum Transfermarkt, Monatsbericht Jugendmannschaft, auch immer sehr, sehr wichtig. Genau, diesen Leo Arnau, das ist zum Beispiel auch eine Option, dass wir den in die zweite Mannschaft stecken, also B11 sage ich jetzt mal. Der hat ein Potenzial bis 84, wird also auch gut. Ich meine, ich werde jetzt nicht hier immer die High-End-Spieler verpflichten, die dann über eine 90 kriegen, aber 84 Potenzial kannst du auch mal machen. So, Bouchard haben wir ausgeliehen. Da habe ich ja, glaube ich, noch im Winter, da war irgendwas, genau, da hatte ich mit denen verhandelt. Der wird also den Verein verlassen für 2 Jahre. Hat aber die paar Spiele, die er bei uns gemacht hat, eigentlich richtig gut gespielt. Ja, aber der muss halt regelmäßiger spielen. Das nützt nichts, wenn er mal nur ab und zu spielt. Von daher ist es wichtig, dass der auch jetzt mal regelmäßiger spielt. So. Vielleicht noch ein Scouting-Update. Nee. Irgendwie einen Scouting-Bericht haben wir nicht. Nee, gut. Dann haben wir jetzt hier vorgespult. Ja, die Trainingspläne brauchen Zeit. Da kannst du mir noch 10 Nachrichten schicken. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Derjenige, der mir hier die E-Mail schreibt, mein Assistent, reicht, wenn er es einmal schreibt. Ne, ehrlicherweise. Also ich denke mal, wir werden schon mit dem Kader hier in die Rückrunde gehen. Ich wüsste jetzt auch nicht auf Anhieb, wen wir verpflichten sollen. Der Kader ist super. Also im Vergleich zur letzten Saison ist das wirklich ein Upgrade. Und vielleicht, wenn wir dann im Sommer, wenn wir noch eine Saison spielen, dann müssen wir halt noch mal ein bisschen besser aufrüsten, ne? Oder dann haben wir noch mehr Geld zur Verfügung, dann können wir noch die anderen verkaufen. Das ist auf jeden Fall eine Option. So, Wolfsburg hat nämlich schon gespielt, sehe ich gerade. Die haben in Stuttgart verloren. Das heißt, wir könnten uns einen kleinen Vorsprung vor Wolfsburg noch schaffen. 4 Punkte. Und dann wäre das eine super Hinrunde. Ja, teilweise Vogelwild. 20 Gegentore. Das sind mit die meisten der oberen 5, 6 Mannschaften. Aber okay. Dafür aber auch immerhin schon 31 Tore geschossen. Und es werden hoffentlich noch ein paar mehr. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut auch gerne auch die letzten an, die gleich in der Endcard verlinkt sind. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Spiel gegen Bremen wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.